Alan Pancakes. Das ist der Zarenpanzer, ein russisches Wunderwaffe aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und das ist das Kampfkatamaran aus derselben Epoche. Und das sind bei weitem nicht die skurrilsten und ungewöhnlichsten Waffen des Ersten Weltkriegs, der ein Testfeld für neue Waffentypen wurde. In diesem Video erzählen wir von den ungewöhnlichsten Kriegsmaschinen und Erfindungen des Ersten Weltkriegs. Zarenpanzer. Diese verrückte Kriegswagen ist ein Maschinengewehr, das sich auf riesigen 9 Meter großen Speichenrädern bewegte. Die Konstruktion wurde 1915 vom russischen Ingenieur Nikolai Lebedenko erfunden. Er nahm als Grundlage 2 Riesenräder und versuchte, eine Kriegsmaschine zu schaffen, die, wie sich später herausstellte, in der Größe die größten Panzer des Zweiten Weltkriegs übertraf. Der Panzer hatte auch ein drittes Rad. Es hatte einen viel kleineren Durchmesser. Es befand sich hinten und diente als Stabilisator. Die Idee des Konstrukteurs basierte auf den Erfahrungen der zentralasiatischen Krieger, deren Wagen mühelos über die Gräben sprangen. Der Bau des Zarenpanzers wurde persönlich von Nikolaus II genehmigt, vor dem Lebedenko eine ziemlich originelle Präsentation veranstaltete. Der Konstrukteur baute einen kleinen Prototyp der Maschine mit einem Federantrieb und ließ ihn dann los. Der erschütterte Monarch sah persönlich, wie das Spielzeug mühelos auf mehrere übereinander gestapelte Bücher kletterte. Beeindruckt von dem Wunder des Monsters, stellte Nikolaus dem Ingenieur eine riesige Summe Geld zur Verfügung, die zu jener Zeit enorm war. Der Zarenpanzer konnte das Problem der Fortbewegung auf dem Schlachtfeld lösen, da er in der Lage war, einfach alles zu überfahren, was ihm in den Weg kommt. Allerdings hatte die Maschine ihre Mängel. Als der einzige Prototyp des Panzers gebaut wurde, stellte sich heraus, dass er erstens einen schwach gepanzerten Körper hatte. Zweitens, obwohl die riesigen Räder von 2 Motoren mit einer Leistung von 250 PS angetrieben wurden. Diese Energie wurde ineffizient übertragen. Ein kritischer Nachteil der Konstruktion war das hintere Rad, das mit zu großer Last belastet wurde. Irgendwie blieb er ständig in jedem Boden stecken. Auch in der Bauphase des Prototyps wurden praktische Probleme offensichtlich, die durch die seltsame Konfiguration der Maschine verursacht wurden. Zum Beispiel verengten die riesigen Räder katastrophal den Schussbereich für die Besatzung, während sie selbst anfällig für feindliches Feuer waren. Aus verständlichen Gründen. Diese Maschine hatte nie die Chance, an Kampfhandlungen an den Fronten des Ersten Weltkriegs teilzunehmen. Aber seien wir mal ehrlich, die Idee war interessant. Als nächstes erzählen wir von den ersten Bombardierern, Drahtschneidern und sogar von falschen Bäumen. Und das ist noch nicht die vollständige Liste. Eine weitere ziemlich ungewöhnliche Erfindung, von der nur wenige wissen, aus Gründen, die ihr jetzt erfahren werdet. Alles begann damit, dass individuelle Mittel zur Überwindung von Wasserhindernissen erfunden wurden. Spezielle Kampfcuts. In Anlehnung an Skier wurden längliche Schwimmkörper an den Füßen des Soldaten befestigt, mit denen er sanft einen Fluss oder Bach überqueren sollte. Es ist wohl überflüssig zu sagen, dass die Idee nicht die beste war, denn die zahlreichen Soldaten, die auf diese Weise den Fluss überquerten, waren ein hervorragendes Ziel. Da beschlossen die Franzosen, die Idee zu verbessern und ihre Infanterie mit Stelzen auszustatten, um flache Gewässer zu überqueren. Wie ihr euch schon gedacht habt, führte das zu nichts Gutem. Es geht um einen echten Drahtschneider. Die Sache ist die, dass die mit tausenden Kilometern Stacheldraht umwickelten, verlassenen Gebiete eine ernsthafte Barriere für die vorrückende Infanterie darstellten. Ja, was ist mit den Leuten? Ein ganzer Panzer konnte in Tonnen von Draht stecken bleiben. Deshalb musste man Mittel finden, um dieses lästige Hindernis zu überwinden. Genau zu diesem Zeitpunkt erfanden die Franzosen und Engländer, ähnlich wie bei einer Heuwender, die Drahtschneidemaschine. Das Ganze sollte folgendermaßen funktionieren. Auf der Basis eines Traktors oder Fahrzeugs wurde eine riesige Heckenschere und eine Maschine installiert, die mit einem speziellen Panzerungskörper geschützt war. Langsam schob sie sich vorwärts und zerkleinerte die Reihen von Draht. Zumindest so sah das Bild in den Träumen der Erfinder aus. In Wirklichkeit waren die Maschinen jedoch ziemlich unbeholfen und eher armselige Bastelarbeiten.
Sie gingen ständig kaputt und blieben oft in den von Granateneinschlägen zerfurchten Feldern stecken. Und das Wichtigste ist, dass sie sich oft in den Knäueln ihres größten Feindes, dem Stacheldraht, verhedderten. Im Großen und Ganzen war das Experiment nicht besonders erfolgreich. Die kurvenreiche Erfindung schien nicht besonders effektiv zu sein. Übrigens, die Franzosen. Völlig verzweifelt hatten sie die Idee, echte Enterhaken aus Kanonen in Richtung des Stacheldrahts zu schießen. Die Idee war, die Reihen der Barrikaden zu greifen und zu zerreißen. Über die Wirkung dieser Idee könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Es mag so aussehen, als wäre dieser Kampfbaum aus einem Comic oder einem Aprilscherz entkommen. Aber das ist nicht der Fall. Viele kriegführende Länder praktizierten die Herstellung von gefälschten Naturobjekten zur Beobachtung des Feindes. Im Ersten Weltkrieg machte die Praxis der Fronttarnung mehr Fortschritte als in der gesamten Geschichte vorheriger Kriege. Es war notwendig, den Feind entlang der gesamten Frontlinie, besonders in den heißen Zonen, ständig im Auge zu behalten. Und da es damals keine Raumstationen und Drohnen gab, musste man einfallsreich sein. So begannen die Franzosen, die Beobachtungsposten als Bäume zu tarnen. Dann brachten sie den Engländern diesen Trick bei. Als nächstes übernahmen die Deutschen diesen Trick. Da der Feind ständig beobachtete, war es unmöglich, einfach ein neues Baum von Grund auf zu bauen. Denn wenn ein Baum aus dem Nichts auftaucht, wird es sofort Verdacht erregen und unter Beschuss geraten. Deshalb musste der gefälschte Baum ein bereits vorhandenes ersetzen. Zuerst wurde ein toter Baum ausgewählt, zum Beispiel einer, der durch Bomben und Granaten beschädigt wurde, in der Nähe von Schützengräben und Gräben. Dann wurde der Baum fotografiert, studiert, gemessen und es wurden Arbeitsentwürfe für das Modell erstellt. In der Nacht, unter dem Schutz der Dunkelheit und des Artilleriefeuers. Der Baum wurde gefällt und an seiner Stelle wurde eine möglichst genaue Kopie aufgestellt. Der Eingang zum Turm befand sich in einer Vertiefung und es dürfte keine Grabenverbindung dazu führen, da dies das Objekt der Luftaufklärung verraten könnte. Der Soldat musste nur nach oben steigen, um durch die Sichtfenster mit Ferngläsern und Periskopen zu beobachten. Historiker sagen, dass keines dieser Bäume jemals vom Feind enttarnt wurde. Handgranaten modernen Typs, die uns allen gut bekannt sind. Sie wurden massenhaft in allen Armeen genau in den Jahren des Ersten Weltkriegs eingesetzt. Es handelte sich um eiförmige Granaten oder Granaten mit einem langen Griff, die mit einem Hebel oder abnehmbaren Sicherungsmechanismus ausgestattet waren. Die deutsche Klotzgranate ist bekannt bereits im Ersten Weltkrieg. Die Granate hat ihren Namen von dem Holzgriff, in gut erkennbarer Form. Allerdings begannen die kriegführenden Länder bereits im Ersten Weltkrieg mit verschiedenen Experimenten, neben den Handgranaten in üblicher Form. So, in Deutschland. Das Ergebnis solcher Experimente war das Auftauchen der Scheibengranate, die die Bezeichnung Diskus-Handgrenade M1915 erhielt. 1915. Äußerlich erinnerte die Erfindung an einen Schild einer Schildkröte. Übrigens hat diese Waffe ihren zweiten Namen Schildkrötengranate erhalten. Der Schöpfer der Scheibengranate war die deutsche Firma Dynamit AG, die ein Patent für diese ungewöhnliche Erfindung erhielt. Ein paar Jahre vor dem Beginn des Weltkonflikts. Das geschah im Jahr 1911. Es ist erwähnenswert, dass das Hauptmerkmal und das echte Konstruktionsmerkmal der Scheibengranaten nicht einmal ihre Form war, sondern der ungewöhnliche Zünder. Der Zünder, der in dem scheibenförmigen Gehäuse der Handgranate untergebracht war, bestand aus gleich 6 radial angeordneten Röhren, die in ihrer Anordnung an eine sechszackige Sternform erinnern. Die sechszackige Sternform, die sich im Zentrum der Granate vereint. Die Scheibengranaten zeichneten sich durch eine gute Aerodynamik aus, was es den Soldaten ermöglichte, sie auf eine ziemlich große Distanz zu werfen. Im Vergleich zu Granaten zylindrischer oder eiförmiger Form. Beim Aufprall der Kante des Gehäuses auf ein Hindernis wurde der Zünder in einem der Röhren durch den Schlag angestochen, was zur Detonation der Handgranate führte. Trotz alledem hatte die Waffe eine Menge Nachteile. Die scheibenförmige Granate konnte nicht auf nassem oder weichem Boden eingesetzt werden, da sie meistens nicht auslöste wegen unzureichender Schlagkraft beim Aufprall auf den Boden. Das galt im Grunde genommen auch für das Fallenlassen der Granate in Schnee oder Wasser.
da sie meistens nicht auslöste wegen unzureichender Schlagkraft beim Aufprall auf den Boden. Das galt im Grunde genommen auch für das Fallenlassen der Granate in Schnee oder Wasser. Darüber hinaus mussten die Soldaten für den richtigen und effektiven Einsatz solcher Granaten eine spezielle Ausbildung durchlaufen und die nötige Geschicklichkeit entwickeln. Dabei war die Streuung der Splitter ebenfalls fragwürdig. Wenn die Granate praktisch flach zündet, kann die Hauptmasse der Splitter in den Boden oder in den Himmel entweichen. Im Großen und Ganzen war das der Grund, warum das Frontleben der Schildkrötengranaten nicht von langer Dauer war. Zu den heute wenig bekannten Waffenmustern aus der Zeit des Ersten Weltkriegs gehört zweifellos die Flechette, oder einfacher gesagt, der Flugzeugdorn, der in seinen Abmessungen nicht größer war als ein gewöhnlicher Bleistift. Es ist erwähnenswert, dass die Kampfflugzeuge zu Beginn des Ersten Weltkriegs noch in den Kinderschuhen steckten. Die Flugzeuge wurden hauptsächlich für die Luftaufklärung und zur Sicherstellung der Kommunikation eingesetzt. Die Jagd- und Bomberflugzeuge befanden sich hingegen in der Anfangsphase. Daher waren solche Dorne zu jener Zeit eine echte Innovation. Sie wogen ungleich weniger als Bomben. Deshalb waren solche Dorne zu jener Zeit ein echter Durchbruch. Sie wogen ungleich weniger als Bomben. Und selbst Flugzeuge mit schwachen Motoren konnten mehrere hundert dieser sehr scharfen und vergleichsweise langen Metallspitzen heben. Der Flug der Geschosse wurde durch das Heckleitwerk stabilisiert. Die Waffe wurde von den Italienern erfunden, aber die ersten, die sie einsetzten, waren die Franzosen. Die Wurfgeschosse wurden in einen Behälter gelegt, der von außen am Rumpf des Flugzeugs befestigt war. Während er über feindliche Lager flog, zog der Pilot an einem speziellen Zugschnur, die zum Piloten führte, zur Klappe der Kiste. Die Geschosse stürzten zur Erde, beschleunigten und erhöhten ihre kinetische Energie. Nachdem sie das Ziel getroffen hatten, durchschlugen die Pfeile Stahlhelme und Uniformen. Und sobald sie in den menschlichen Körper gelangten, verursachten sie schreckliche innere Schäden. Im Laufe der Zeit begannen alle Seiten des Weltkonflikts, die Wurfgeschosse äußerst aktiv zu nutzen. Es ist bekannt, dass ein einzelner französischer Pilot im Jahr 1915 an einem Tag etwa 18,000 dieser Geschosse auf den Feind abfeuerte. Und zwar äußerst aktiv. Es ist bekannt, dass ein einzelner französischer Pilot im Jahr 1915 an einem Tag etwa 18.000 dieser Geschosse auf den Feind abfeuerte. Allerdings nach einer Weile ganz gut. Als man die Kampfeffektivität und das Preis-Leistungs-Verhältnis der Flugzeugwaffen betrachtete, waren die Militärs schnell enttäuscht. Der Grund war, dass dieser tödliche Regen vom Himmel unkontrollierbar war und ein Treffer ins Ziel reines Glück. Zudem mussten die Piloten hochfliegen, damit der Dart die feindliche Ausrüstung durchdringen konnte. Und ein Treffer ins Ziel war ein riesiges Glück. Darüber hinaus mussten die Piloten in große Höhen steigen, damit ein solcher Dart die feindliche Ausrüstung durchdringen konnte. Und das wiederum verringerte die Genauigkeit der Geschosse. Im Grunde genommen war das ein Teufelskreis. Maschinengewehre wurden schon vor dem Ersten Weltkrieg erfunden. Ihr Auftreten hat das Gesicht des Krieges in hohem Maße verändert. Sie ließen auf den Gegner einen echten Regen aus Blei niederprasseln. Die Waffe war nicht besonders präzise, aber in der Regel gab es auch keinen Bedarf dafür. Der Angriff auf die feindlichen Stellungen. Riesige Massen von Infanterie machten keinen Sinn mehr, da die Maschinengewehre bereit waren, so viele wie möglich niederzumähen. Viele Menschen in kurzer Zeit. Das unvermeidliche Ergebnis davon war der Stellungskrieg. Die Soldaten der verfeindeten Armeen saßen einander in den Schützengräben gegenüber und wagten es nicht, den Kopf herauszustecken, da dieses leichtsinnige Verhalten oft mit einem präzisen Schuss des Gegners endete. In dieser Situation spielten die Scharfschützen eine besondere Rolle, denn ihre Aufgabe war es, den Feind zu demoralisieren, indem sie diejenigen abknallten, die unvorsichtig aus ihrer Deckung schauten. Das Periskopgewehr wurde aus der Einfallsreichtum der Soldaten entwickelt. Diejenigen abzuknallen, die unvorsichtig aus ihrer Deckung schauen. Das Periskopgewehr wurde aus der Einfallsreichtum der Soldaten entwickelt, die hauptsächlich durch den Wunsch zu überleben bestimmt wurde. So entstand die ziemlich einfache, aber interessante Idee, ein Gewehr mit einem Schützengrabenperiskop zu kombinieren, sodass der Scharfschütze zielen und schießen konnte, ohne seinen Kopf über die Brustwehr zu heben und sein Leben zu gefährden. Noch größere Gefahren. Solche Konstruktionen wurden spontan erfunden und verbreiteten sich schnell in den belgischen, französischen, britischen, russischen und deutschen Armeen. Deshalb ist es extrem schwierig, die Vorherrschaft und die nationale Zugehörigkeit dieser Erfindung zu bestimmen.
Doch unabhängig davon, wo sie hergestellt wurden, waren diese selbstgebauten, gebrochenen Konstruktionen im Allgemeinen ähnlich. Solche Gewehre wurden auf eine Art Rahmen montiert und über den Schützengraben angehoben. Ein spezieller Spiegel, der direkt vor dem standardmäßigen Visier befestigt war, erlaubte es, das Geschehen um einen herum zu sehen. In der Regel waren Periskop-Gewehre mit vergrößerten Magazinen ausgestattet. Die Waffe sah ungewöhnlich und, um ehrlich zu sein, ziemlich klobig aus, doch trotz alledem erwies sie sich als ziemlich effektiv und präzise. Es ist bekannt, dass militärische Tüftler mit der Montage von Maschinengewehren und sogar Pistolen auf ähnlichen Rahmen experimentierten. Freunde, ihr habt die Möglichkeit, ins Pankake-Team zu kommen. Wenn ihr über Videobearbeitungsfähigkeiten verfügt, könnt ihr Videos auf Russisch und Englisch vertonen. Oder schreibt ihr interessante Skripte. Wir würden uns freuen, mit euch zu arbeiten. Schreibt uns eine E-Mail, die ihr in der Beschreibung findet. Das war's von unserer Seite. Abonniert den Kanal und verpasst nicht die nächste interessante Folge. Ich wünsche euch allen gute Laune und bis zum nächsten Mal.